Auf diesen köstlichen Apfelstrudel mit Mürbeteig war Gertruds Oma immer besonders stolz. Der war nämlich bei den Gästen ihres kleinen Gasthofs in Südtirol immer so beliebt, dass sie ständig nach dem Rezept gefragt wurde. Und genau dieses über Generationen weitergegebene Familienrezept hat mir nun die liebe Gertrud zugeschickt. Dabei hat sie mir auch ihre bewährten Tipps verraten, wie der Mürbeteig garantiert gelingt und nicht einreißt. Ich beginne mal direkt mit dem Mürbeteig, weil der muss noch ein Weilchen ruhen. Für den Mürbeteig brauchst du 100 Gramm weiche Butter, ein mittelgroßes Ei, 90 Gramm sehr feinen Zucker oder Puderzucker, ein Päckchen Vanillinzucker, eine Prise Salz, einen halben Teelöffel Backpulver, Zitronenabrieb und 270 Gramm Mehl. Wenn der Mürbeteig sonst auch immer bröselig wird und sich schlecht ausrollen lässt, dann kommt hier schon der erste Tipp von Gertrud. Mürbeteig mag keine Massagen. Gib einfach alle Zutaten zusammen und knete sie wirklich nur ganz kurz mit den Händen durch, bis alles so gerade eben verbunden ist. Wenn man Mürbeteig zu lange knetet, verliert der Teig seine Bindung und das führt halt dazu, dass er beim Ausrollen bröselt und reißt. Gertruds zweiter Tipp ist, den Teig unbedingt 30 Minuten zu kühlen, denn nur ein entspannter Mürbeteig lässt sich auch gut ausrollen. In der Zwischenzeit kannst du schon mal die Füllung vorbereiten. Dafür brauchst du ungefähr 500 Gramm Äpfel, 2 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Semmelbrösel, 20 Gramm Rosinen, 20 Gramm Pinien- oder Walnusskerne, etwas Zimt und Zitronensaft. Traditionell nimmt man für den Südtiroler Apfelstrudel wohl eher solche Golden Delicious Äpfel. Laut Gertrud liegt das Geheimnis des besonderen Geschmacks ihrer Version aber in einer Mischung aus verschiedenen Apfelsorten. Sie empfiehlt da ein Golden Delicious für die Süße, einen Boskop für eine angenehme Säure und einen Elster, der sorgt dafür, dass die Füllung schön saftig bleibt. Die Äpfel erst von der Schale befreien und dann kann man sie mit einem Apfelteiler ganz einfach entkernen und teilen. Die Apfelspalten nochmal in kleinere Stücke schneiden und sofort mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht dunkel werden. Jetzt kommen noch Semmelbrösel, Zimt, Rosinen, Walnüsse und Zucker dazu und alles gründlich durchmischen. So, und jetzt können wir uns um den Teig kümmern. Roll den Teig am besten gleich auf einem bemehlten Stück Backpapier aus und versuche ihn dabei so rechteckig wie möglich zu formen. Zieh ihn dann schon mal mit dem Backpapier aufs Backblech und verteile die Füllung auf dem mittleren Drittel. Dann kannst du den Teig ganz einfach mit Hilfe des Backpapiers über die Füllung schlagen. Wer mag, kann den Apfelstrudel jetzt mit einem verquillten Ei verstreichen. Ich nehme stattdessen lieber etwas Milch und streue noch ein paar Mandelblättchen oben drauf. Und jetzt kommt Gertruds absoluter Expertentipp und ich finde, der zeigt, dass sie wirklich eine ganz hervorragende Bäckerin sein muss. Und zwar empfiehlt Gertrud, den Strudel jetzt in 2 Phasen zu backen. In der ersten Phase wird der Strudel ungefähr 5 bis 8 Minuten bei 200 Grad gebacken. Auf diese Weise wird der Mürbeteig schnell versiegelt und zwar noch bevor die Feuchtigkeit aus den Äpfeln in den Teig eindringen kann. Und genau das sorgt dafür, dass der Strudel nicht matschig wird. In der zweiten Phase wird die Temperatur dann auf 160 Grad abgesenkt und der Strudel noch so 40 bis 45 Minuten weiter gebacken. So kann die Füllung schön langsam und gleichmäßig durchgaren, ohne dass der Strudel anbrennt. Lass den Strudel jetzt unbedingt noch etwas abkühlen, damit der Teig etwas fester wird und beim Zerschneiden nicht zerbröselt. Laut Gertrud schmeckt der Apfelstrudel am besten mit ihrer selbstgemachten Vanillesoße. Aber auch eine Kugel Vanilleeis oder ein Klecks Schlagsahne passen super dazu. Liebe Gertrud, ich danke dir wirklich ganz herzlich für dieses wunderbare Rezept und deine cleveren Profi-Tipps. Du hast übrigens absolut recht, zusammen mit deiner Vanillesoße schmeckt der Strudel wirklich traumhaft gut. Sogar mein Sohn, der eigentlich gar keinen Apfelkuchen mag, hat hier ordentlich zugeschlagen und findet ihn sehr lecker. Wenn dich das Rezept für Gertruds leckere Vanillesoße interessiert, dann schau dir unbedingt mein nächstes Video an, das demnächst hier eingeblendet wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!